Die Anschläge in Paris sind eine Tragödie, absolut. Aber auch eine Kette von Einzelheiten, die viele Fragen offen lassen. Wie kann ein Terroranschlag solchen Ausmaßes in einer europäischen Großstadt vorbereitet werden? Das Wort Terrormanagement ist in diesem Zusammenhang noch nicht gefallen. Aber Christoph Hörstel, ehemaliger Afghanistan-Korrespondent des ersten deutschen Fernsehens, erläutert uns diesen Begriff und macht ein paar ziemlich brisante Aussagen zu dem vermeintlichen Attentat in Paris. Herr Hörstel, der Terror ist jetzt auch in Europa angekommen. Man hört ständig die ganze Zeit jetzt nach Frankreich von Geschichten in Deutschland, in Belgien, überall. Ich glaube auch, die Menschen haben Angst oder ihnen wird suggeriert, Angst zu haben. Ist das Zufall? Nein, das ist natürlich kein Zufall. Das hat sich ohnehin auch angebahnt, dass es auch in den nicht ganz wahrheitsgetreu berichtenden Mainstream-Medien alles nicht zufällig. Da haben wir schon vor einem Jahr gehört, dass da Kämpfer zurückfluten würden, die beispielsweise in Syrien an der Seite von Al-Qaida, von Al-Nusra-Front und wie sie alle heißen, mitgekämpft haben und dann hier möglicherweise in der alten Kriegsgewohnheit, Häuserkampf geübt und so weiter, Terroranschläge begehen könnten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich das Ganze aus einer etwas größeren Warte betrachtet werden muss. Ich habe damals 2006, 2007 als Referent am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr für Landeskunde Afghanistan ausgewählte Führungskräfte der deutschen ISAF-Truppe gebrieft, wie man sich in Afghanistan bewegt als Landeskenner. Und ich habe damals für diesen Unterricht den Begriff Terrormanagement geprägt. Und das ist das, was hier vorliegt. Die Regierungen lügen, alle NATO-Regierungen. Sie führen keinen Kampf gegen Terror, sie betreiben selbst Terrormanagement. Die Leute, die da auftreten, die da Anschläge begehen, sind in 95% der Fälle den Sicherheitskreisen sehr, sehr gut bekannt. Wie in Paris. Woher? Sie sind den Sicherheitskreisen bekannt, davon hört man immer wieder, dass die Geheimdienste auch mit diesen sogenannten Terroristen, dass sie von ihnen Bescheid wissen. Aber es ist doch klar, dass ein Geheimdienst die mutmaßlichen Terroristen auch überwacht. Somit ist ihnen ja bekannt, dass sie dort sind. Ist das nicht normal? Dann müssten jetzt alle gefeuert werden, die bisher überwacht haben, zum Beispiel im Fall Paris, weil sie offenbar nicht erfolgreich waren mit der Überwachung. Ja, aber was will man denn machen? Ja. Man kann doch nicht nur, weil jemand mutmaßlicher Terrorist ist, ihn sofort wegsperren. Dann wäre wieder das Geschrei groß, woher nehmen Sie diese Informationen? Die Überwachung dieser Kreise ist lückenlos. Ganz genau. Die können gar nicht husten, ohne dass die Geheimdienste das erfahren. Wenn also etwas passiert, wissen wir, die stecken mit drin. Und das Problem ist, dass wir ja heute wissen, dass der Islamische Staat, IS, ISIL, ISIS, wie die Abkürzungen lauten mögen, ohne die CIA nicht denkbar gewesen wäre, die eben wichtige Teile dieser Truppe in Jordanien vor Jahren angefangen hat zu trainieren. Und was wir jetzt haben, ist, dass es hier nach Europa kommt, weil die Manager das so wollen. Sie haben ja auch handfeste Gründe. Wir stehen vor einem Finanzcrash, wir haben gewaltige innenpolitische, währungspolitische, finanzpolitische, wirtschaftspolitische Probleme. Wir wollen nicht, dass die Bevölkerung hier sich ihr Mütchen an den Regierungen kühlen, wie diese Regierungen das verdient hätten. Und also lenkt man sie ab mit solchen Anschlägen. Der Pariser Anschlag auf Charlie Hebdo ist ganz klar ein gemanagter Terroranschlag. Da gibt es genügend Indizien dafür, nicht nur die Bekanntheit bei den Geheimdiensten seitens der Täter, sondern eben auch ein im Auto liegen gelassener Ausweis. Das macht ja nicht mal ein läppischer Bankräuber so etwas. Oder dass eben im Prinzip wir auch den ganzen Ablauf etwas seltsam finden müssen. Die persönlichen Zeugnisse über die Täter sind erstaunlich freundlich. Das passt alles nicht aufeinander. Und dann haben wir das eindeutige, kohärente, wie abgesprochen wirkende Medienecho und schließlich haben wir das politische Echo. Da werden die Bürgerrechte eingeschränkt, die Passrechte werden eingeschränkt hier in Deutschland. Das liegt alles binnen Tagen auf dem Tisch. Aber ist das nicht vielleicht auch notwendig? Ich meine, wenn man die Terroristen unter Kontrolle haben möchte, Sie sagen, es gibt eine lückenlose Überwachung. Somit hätte man alles schon im Vorfeld unter Kontrolle kriegen können, jetzt im Fall Paris. Allerdings in Deutschland sieht man doch jetzt, dass immer mehr, wir hatten jetzt einen Fall in Berlin, ein Einsatz, es wurden 2 Türken festgenommen, wir hatten einen Einsatz in Wolfsburg auch. Das heißt, da sieht man doch, dass die Beamten in Einsatzbereitschaft, in dieser Antiterror-Einsatzbereitschaft sind. Die sind in Bereitschaft und eine Regierung, die Terrormanagement betreibt, über Verteidigungsminister, Außenminister und Innenminister, das sind die 3, die schuldig sind und in den Knast gehören, in jedem NATO-Land, die werden natürlich sich überlegen, wann setzen wir einen Terroranschlag ein.
Den setzen wir dann ein, wenn wir das Gefühl haben, die Bevölkerung wird in irgendeiner Form unruhig, weil ihnen das politische Umfeld nicht passt. Sie setzen es dann ein, wenn sie meinen, sie brauchen das, um bestimmte bürgerrechtseinschränkende, demokratiefeindliche Gesetze nicht durchkriegen zu können. Also dann macht man das. Überwachung, ja. Also mehr Überwachung und so weiter, sowas Ähnliches. Das Passgesetz, das verabschiedet wurde. Zum Beispiel. Nicht? Das sind eben die Punkte, wenn die Bundesregierung das Gefühl hat, aha, wir kriegen das Gesetz auch ohne Terroranschlag durch. Gut, dann werden vielleicht ein paar Leute verhaftet, weil das sind ja zwar gemanagte Kreise, aber die sind ja noch in der Lage, auf zwei Beinen alleine zu gehen. Also Terrormanagement ist ein sehr kompliziertes Geschäft. Wir kennen das zum Beispiel auch aus dem Fall NSU, wo ein Inlandsgeheimdienst, der Bundesverfassungsschutz, ganz offensichtlich die Politik hatte, eine rechte Killergruppe sich ans Bein schnallen zu müssen. Das sind die Fragen, um die es hier geht. Wenn wir sehen, wo das in Zukunft hinläuft, brauchen wir einfach nur zu schauen, wie sind denn die Rahmendaten? Haben wir Krisen, dann sichert sich eine Regierung ab, indem sie die Bevölkerung kirre hält durch solche gelenkten Attentate. Und das sind im Prinzip vom Managementstandpunkt her zugelassene Attentate. Aber die ist Leute, das nicht die da eine sehr rumlaufen, heftige wollen Anschuldigung? Das ist eine extrem heftige Anschuldigung. Es wird Zeit, dass sie immer lauter geführt wird. Das Thema Terrormanagement habe ich damals den Soldaten beigebracht und habe dafür auch eine Definition gebracht. Das ist eben Anleitung, Ausrüstung, Versorgung mit Daten, eine Bezahlung, Personalpolitik, auch Disziplinarmaßnahmen. Nicht? Wir haben wunderbare Abschüsse durch US-Drohnen im Jemen, wo die aufblühende Al-Qaida im Jemen nicht spuren wollte. Dann mussten mal eben ein paar von den Leuten ausgeschaltet werden, die da den Befehlen nicht folgen wollten und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz, ganz hartes, blutiges Geschäft und es schließt ein, dass Menschenopfer an unschuldiger Bevölkerung in den Ländern, wo es sich austobt, zum Beispiel jetzt gerade in Paris. Funktioniert es denn? Ganz offensichtlich funktioniert. Wir sehen, alle sind abgelenkt. Es gibt einen für den absolut unbeliebten französischen Staatspräsidenten Hollande, der ja bei 13% lag, plötzlich eine Beliebtheitssteigerung auf 29%. Wir stehen ja mitten im Billionendiebstahl durch die Finanzmafia, gelenkt durch die Europäische Zentralbank, um Schrottpapiere in diesen Größenordnungen aufzukaufen, so dass die Schweiz vor Schreck aus dem Euro flüchtet und bringt den ganzen Laden ins Wackeln dadurch. Und das muss man natürlich dringend ablenken. Kann ja nicht sein, dass die Leute plötzlich auf die Idee kommen, sie wollten der Finanzmafia ans Leder gehen. Ja, das wäre voll daneben. Dann braucht man einen Terroranschlag. Vielen Dank, Herr Hössel. Also nur eine bloße Ablenkung oder echter religiös motivierter Terror? Denn tatsächlich kommt aus einer Studie von Europol aus dem Jahr 2013 hervor, dass Muslime nur 2% der Terrorattacken der letzten 5 Jahre zu verantworten haben. Wenn wir uns das Jahr 2013 zum Beispiel jetzt ganz genau anschauen, dann gab es 152 Terrorattacken. Davon waren nur 2 religiös motiviert. 84 davon aus einer nationalistischen oder separatistischen Motivation heraus.